Herzlich willkommen zurück zu dir, Esther. Die Landmark Edition ist ja das mit den Regie-Kommentaren, aber ich werde nur dir, Esther, schreiben im Let's Play, weil wir machen das ja ohne Regie-Kommentar. Und zum Hauptmenü abbrechen. Nein. Ich mache gleich weiter, denn diese Folge sollte an einem Samstag hochgeladen werden. Und an diesem Samstag bin ich komplett, wirklich komplett ausgebucht. Ich habe da null Zeit. Weil ich finde, die Konfirmation meines Cousins geht vor. Und dann kann ich die Videos halt hochladen. Und ich versuche natürlich bei gleichbleibender, ja, wenn ich das jetzt an diesen Tonfall sage, gleichbleibender Begeisterung das alles zu spielen. Ich versuche halt, ja, alles zu geben. Also so wie sonst halt auch. Und auch wenn bis jetzt nicht so viel passiert, habe ich doch irgendwie Spaß an dem Spiel. Es ist nicht so viel Spaß, weil mir fehlt die wenigstens eine lineare Story oder generelle Story. Und ja. Aber, jetzt kommt das Aber, das nächste Let's Play, wie gesagt, ich habe da eine Liste, es gibt noch zwei, I drei... began to wonder if Donnelly's voyage here was as prosaic as it was presented. How disappointed not to have found the bones of the holy man. No wonder he hated the inhabitants so. To him they must have seemed like barnacles mindlessly clinging to a mercy seat. Why cling so hard to the rock? Because it is the only thing that stops us from sliding into the ocean. Into oblivion. Eat or... Satan neither did he eat or nor drink. Ja. Auf jeden Fall, ich habe noch 3, 4 Spiele, die ich auf jeden Fall noch Let's Playen möchte. Und dann fangen langsam die anderen Spiele an. Die, wo mir gesagt wurden, dass ich die mal spielen könnte, beziehungsweise, also, vorausgesetzt ich habe die. Und ja. Mal schauen, ob da auch irgendeine Briefzeile triggert, weil ich glaube, das ist ein Brief oder mehrere Briefe, was er da vorliest. Weil Dear Esther, meine liebe Esther, das hört sich halt für mich an wie ein Brief. Dann glaube ich auch, dass es ein Brief ist.
Ja, schade, dass keine Fußabdrücke hinterlassen werden. I had kidney stones and you visited me in the hospital. After the operation, when I was still half submerged in anesthetic, your outline and your speech both blurred. Now my stones have grown into an island and made their escape, and you have been rendered opaque by the car of a drunk. Ich weiß es auch gerade nicht, ob das eine Kennenlerngeschichte ist, sondern Abschiedsbrief oder... Was das alles da zu bedeuten hat, weiß ich noch nicht ganz. Und zur Hälfte ist recht nicht. There must be a hole in the bottom of the boat. How else could new hermits have arrived? Das Boot hat nicht nur ein Loch. Es geht runter und hoch. Geht dann gleich natürlich beides wieder. What charnel house lies at the foot of this abyss? How many dead shepherds could fill this hole? Ich könnte jetzt eigentlich runterspringen, aber... Ich will nicht. Hoffentlich triggert etwas. Und leider nichts getriggert. Begun to climb, away from the sea and towards the center. It is a straight line to the summit, where the evening begins to coil around the aerial and squeeze the signals into early silence.
The bothy squats against the mount to avoid the gaze of the aerial. I too will creep under the island like an animal and approach it from the northern shore. The bothy was constructed originally in the early 1700s. By then, shepherding had formalized into a career. The first habitual shepherd was a man called Jakobsen, from a lineage of migratory Scandinavians. He was not considered a man of breeding by the mainlanders. He came here every summer whilst building the bothy, hoping eventually that becoming a man of property would secure him a wife and a lineage. Donnelly records that it did not work. He caught some disease from his malcontented goats and died 2 years after completing it. There was no one to carve white lines into the cliff for him either. Inventory. A trestle table we spread wallpaper on in our first home. A folding chair. I laughed at you for bringing camping in the lakes. I was uncomfortable later and you laughed then. This diary, the bed with the broken springs. Once asleep you have to remember not to dream. A change of clothes. Donnelly's book, stolen from Edinburgh Library on the way here. I will burn them all on the last morning and make an aerial of my own. Verstehe ich nicht. Oh. Okay, irgendjemand ist hier gestorben. Jakobsen's ribcage, they told Donnelly, was deformed, the result of some birth defect or perhaps a traumatic injury as a child. Brittle and overblown it was, and desperately light. Perhaps it was this that finally did for him, unable to contain the shattering of his heart. In half light,
his skeleton a discarded prop, a false and calcified seabird. They found Jakobsen in early spring. The thaw had only just come. Even though he'd been dead nearly 7 months, his body had been frozen right down to the nerves and had not even begun to decompose. He'd struggled halfway down the cliff path, perhaps looking for some lost goat, or perhaps in a delirium, and expired, curled into a claw right under the winter moon. Even the animals shunned his corpse. The mainlanders thought to bring it home unlucky. Donnelly claims they dragged it to the caves to thaw out and rot, but he is proving an unreliable witness. Okay. Also wir sind sozusagen auf der Suche nach einem Leichnam. Hatten wir auch noch nicht in so vielen Spielen, dass wir eine Leiche suchen. Climbing down to the caves, I slipped and fell and have injured my leg. I think the femur is broken. It is clearly infected. The skin has turned a bright, tight pink, and the pain is crashing in on waves, winter tides against my shoreline, drowning out the ache of my stones. I struggled back to the bothy to rest, but it has become clear that there is only one way this is likely to end. The medical supplies I looted from the trawler have suddenly found their purpose. They will keep me lucid for my final ascent. Das war gerade sehr strange. Seltsam aus. Ich habe das Gefühl, dass wir gerade mal die Hälfte der Insel entdeckt haben. Au. From here, this last time, I have understood there is no turning back. The torch is failing along with my resolve. I can hear the singing of the sea creatures from the passages above me, and they are promising the return of the gulls. Auch wenn wir jetzt noch nicht mal richtig 20 Minuten haben, würde ich sagen, wir machen hier einen Cut, weil es scheint abschnittweise zu gehen. Beziehungsweise wir gehen jetzt noch ein bisschen nach vorne. Aber ja. Nicht, dass ich noch ertrinke, weil da auf einmal irgendein großes Loch ist.
würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, euch hat die Folge auch Spaß gemacht. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Eine schöne Zeit bis dahin und ciao.